Greetings, ich bin Melly, ich spiele Shadow im Wasteland und heute wollen wir uns anschauen, What Happened So Far. Wir haben bis jetzt 4 Episoden und was am Anfang noch gewirkt hat wie eine willkürliche Aneinanderreihung von Szenen, beginnt langsam aber sicher Sinn zu ergeben. Spätestens jetzt sollte eigentlich jedem klar sein, dass die Szenen nicht chronologisch erzählt sind. Es ist da anscheinend oder vielleicht so eine Art Zeitwirbel unterwegs. Ich weiß jetzt auch nicht mehr dazu, ich bin genauso am Spekulieren wie ihr. Die meisten Characters erwachen zuallererst im Concrete Block. Sie wissen nicht, wo sie sind. Es ist dunkel, es ist stickig, sie haben Angst. Sie wissen, dass irgendwas falsch ist. Und ja, manche, die Stärksten, schaffen es halt dann raus aus dem Concrete Block mit ihren Skills, mit ihren Anstrengungen, mit allem, was sie haben. Sie sind also dem Concrete Block entkommen. Als nächstes kommt der Wald. Der Wald hat fast was Heimeliges, aber nicht so wie früher, falls es noch ein Früher gibt. Er wirkt unheimlich. Manche haben Probleme mit den Pflanzen dort, nicht alle, aber ja, wir wissen auch noch nicht warum. Die meisten von uns schaffen es dann irgendwie durch den Wald und dann kommt es zum First Contact. Ja, der First Contact findet meistens, auch nicht immer, dann in einer Art Kulturlandschaft statt. Also, irgendwo dürfte es mal eine Zivilisation gegeben haben. Wir haben immer noch ein paar Strommasten. Manchmal sieht man im Hintergrund sogar sowas wie Häuserruinen, aber nichts Bestimmtes. Es bleiben noch viele Fragen offen. Aber für die Spieler fühlt es sich zuerst einmal gut an, dass man irgendwie Anschluss gefunden hat. Das Spannende ist, bei manchen Characters kristallisiert es sich schon so klar heraus, was sie eigentlich sein wollen. Bei anderen sind wir immer noch komplett im Dunkeln. Und wir können Allianzen eingehen, wir können vorsichtig sein. Manche haben vielleicht sogar schon Angst vor anderen. Wir sind an einem Punkt, wo alles offen ist. Und wir sind an einem Punkt, wo wir als Spieler wirklich jetzt anfangen können, die ärgsten Ideen zu haben. Wir können einfach vollkommen auszucken, wenn wir wollen. Niemand hält uns auf. Es bleiben jedenfalls noch eine Menge Fragen offen. Was hat es mit den Nachrichten von Grandmaster und Gates auf sich?
haben die Pflanzen eigentlich gegen Charon? Was hat es mit den Northerners auf sich? Grandmasters Amulett scheint wichtig zu sein. Aber gleichzeitig auch das Tee-Ei. Und dann sind da noch die Blog-Einträge. Was hat's mit Listening Post Alpha auf sich? Was sind eure Theorien? Und die letzte große Frage: Was hat Aura Mantra da zu trinken gegeben? Two keys you heard and saw with your eyes. One key you heard and visualized. One key is truly masked as stones. One key reveals itself at dawn. Greetings. Ja, was wir da jetzt gerade gehört haben, das war die erste Prophezeiung des Grandmasters. Und wie ihr vielleicht schon wisst, hilft euch diese Prophezeiung und auch weitere beim Finden der Keys. Keys sind sowas wie Schlüssel, wie Passwörter. Es gibt Experience Points für Keys, die man findet. Und euer erster Key ist quasi eure Eintrittskarte ins Wasteland. Ja, und wir haben beschlossen, dass wir euch eine kleine Starthilfe geben wollen, indem wir euch zeigen, wie einer der Keys zu finden ist. Und analog dazu könnt ihr dann auch die anderen hoffentlich entschlüsseln. Die erste Zeile der Prophezeiung hat gelautet: Two keys you heard and saw with your eyes. Es gibt da natürlich in unseren ersten Videos verschiedene Settings oder Elemente, wo das passen würde, aber vielleicht ist dem einen oder der anderen von euch aufgefallen, dass es immer wieder Feuerszenen gibt. Und wie schon einige unserer Spielerinnen und Spieler richtig erkannt haben, beim Feuer könnte es tatsächlich etwas sein, was ihr gehört habt und mit euren eigenen Augen gesehen. Möglicherweise hat es daher auch noch mehr zu bedeuten und vielleicht zahlt sich zum Beispiel nur als ein Ansatz aus, dass man die Feuerszenen einmal isoliert betrachtet. Und wie Melle vorher gesagt, die Szenen haben wir in unseren Videos nicht zwingend chronologisch aneinandergereiht. Und an dem Beispiel sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn man die Feuerszenen hintereinander anschaut und dann nachzudenken beginnt. Was ist zuerst passiert? In welcher Reihenfolge könnte sich das abgespielt haben und wie macht es für euch am meisten Sinn? Dann habt ihr, glaube ich, schon ein Stück vom Wasteland-Code geknackt und darüber weiter nachzudenken zahlt sich sicher aus. Man kann das Gleiche mit Schauplätzen, Drehorten, mit Characters machen. Einfach einmal bewusst den Fokus auf irgendeinen Aspekt legen und schauen, was noch auftaucht. Denn wie der Grandmaster sagt, everything's connected. Was ist sonst noch passiert im Wasteland und rund ums Wasteland seit unserem letzten Explainer-Video vor 2-3 Wochen? Wir haben weiter am Regelsystem gearbeitet. Wir wollen das Ganze zu einem Pen-and-Paper-Rollenspiel ausbauen, das man sowohl am Tisch als auch online dann irgendwann spielen kann mit euch. Dazu haben wir PDFs erstellt zu den Kampfregeln, zu Items und Equipment, wie man Dinge findet im Wasteland. Wir haben die FAQs aktualisiert und wir haben am Skillsystem gearbeitet, sowohl bei den profanen Fähigkeiten als auch an den Supernatural Abilities, also quasi den Zaubern. Und es ist so, es gibt ja 5 Repräsentationen von Supernatural Abilities. Es wird zu jeder 1 oder 2 Mentoren geben am Anfang und auch da haben wir schon begonnen, diese Mentoren einzustimmen mit Seminaren per Videocall und das wollen wir weitermachen.
Wenn auch ihr euch mit Magie im Wasteland beschäftigen wollt, dann seid ihr herzlich willkommen und eingeladen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Themengebiete. Schreibt uns, tretet unserer Facebook-Gruppe bei. Es gibt keine Verpflichtungen, man trifft vielleicht ein paar andere Nerds, aber die sind größtenteils harmlos. Und ja, man kriegt einfach mit, was passiert. Man kriegt Insights am laufenden Band und immer ganz aktuell. Und ihr könnt euch natürlich mit uns austauschen, was uns sehr freuen wird. Dort findet man auch immer wieder die eine oder andere Inspiration. Stichwort Inspiration. Wir haben sogar einige unserer Inspirationen, Serien, Filme, Bücher, Autoren und noch mehr in einer Wordcloud zusammengefasst. Und in dieser Wordcloud ist zum Beispiel auch die Antwort des Grandmeisters versteckt. Die Antwort auf die rätselhafte Message von Gates. Und auch das ist ein Beispiel, wie es im Wasteland funktionieren kann. Ich als Grandmaster habe von dieser Nachricht nichts gewusst, bis sie mich erreicht hat, und dann als Grandmaster habe ich darauf reagieren müssen. Und genau davon lebt das Wasteland. Also wie gesagt, es ist nicht von uns vorgegeben und wenn, dann von uns allen, aber es steht auch euch frei und ihr habt die Chance, da wirklich mitzuspielen und das Wasteland mitzugestalten. Ja, sonst bleibt mir nicht viel zu sagen. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im Wasteland und create your own legend.